Meine lieben Fly-Fans, willkommen zu einem neuen Fly-Video. Endlich mal gibt es wieder so YouTube-Videos, die man halt so machen kann über Fly, wo man so irgendwie was Neues ist, so eingeschlafen alles. Wodurch natürlich auch ein bisschen die Motivation, auch so was will man machen, ne? Das 100. Mal zeigen, wie man irgendwie Red Meteonica killt, wie man irgendwie in Korall levelt oder irgendwie farmt oder so. Endlich gibt es mal so ein paar Sachen, wo man ein schickes YouTube-Video machen kann. Über was Neues, auch die Events und alles. Das ist halt nichts Spektakuläres, nichts, wo man irgendwie so, auch wenn das aktuelle Event ganz cool ist, für die, die es nicht so ganz mitbekommen haben, da kann man sozusagen aktuell so eine 50% Ampli sozusagen mit Farm, die man zur anderen Ampli mit anmachen kann, die 30 Minuten geht. Crab Meat heißt das in diesem Event-Dungeon. Aber gut, darum soll es heute gar nicht gehen. Für die, die jetzt das erste Mal mitgucken, beim Video davor sind wir die beiden Skills Arcanist Hellfire, also vom Elementor Third Job durchgegangen. Und einmal vom Force Master, also Build Poster, Third Job, ja, Genki Dama, beziehungsweise Aura Bomb heißt die. Sehr cool, auf jeden Fall Aura Bomb finde ich sehr, sehr cool. Hier sieht man es nochmal kurz. Seitdem sind aber 3 neue Previews rausgekommen. Also quasi jeden Tag gegen 10 Uhr, glaube ich, kommt immer ein Preview raus. Den von heute habe ich noch nicht gesehen. Die anderen beiden kenne ich schon. Die hatten wir uns gestern, glaube ich, im Stream angeguckt. Einer davon ist Ringmaster. Was ich immer noch sehr interessant finde, ist alles so drumherum, was noch so ist. Jetzt abgesehen nur vom Skill, ja okay, sieht cool aus, sondern was kann man auch drumherum sehen. Und da gucken wir uns jetzt mal gemeinsam einmal ordentlich vom Ringmaster den Skill an. Und zwar sehen wir hier, ja, das ist so ein Kettenangriff, ne? Wenn ein Monster angegriffen wird und in der Nähe ist noch ein Monster, dann springt es über. Hier wird es an den A-Bits geshowcased, die 148 HP haben. Die sind natürlich alle One-Shot. Jetzt ist natürlich nur noch die Frage so ein bisschen, wie verhält sich dieser Skill? Ich denke mal, Tod muss keine Bedingung sein, damit er zum nächsten Monster rüberspringt, würde ich mal so schätzen. Das würde sonst so im normalen Gameplay in dem Levelbereich wahrscheinlich gar keinen Sinn machen, weil du wahrscheinlich die Monster nicht one-shottest. Aber was man auf jeden Fall noch bei einem anderen Video erkennen kann, ist, das Monster muss auf jeden Fall eine bestimmte Distanz haben, um zum nächsten Monster rüber zu springen. Sieht auf jeden Fall erstmal so sehr, sehr cool aus. Wir gehen auch noch weiter erstmal auf den Skill ein, bevor ich jetzt noch so ein bisschen was anderes dann so ein bisschen erzähle. Was ich so ein bisschen predikte sozusagen. Was ich sehr cool finde, ist prinzipiell erstmal der Skill, weil das sieht so aus, als ob der sehr nützlich ist, gerade für AOE Ringmaster. Ich weiß nicht, ob vielleicht Third Job verschiedene Wege gehen kann, so, ne, wie man es vielleicht von anderen MMOs kennt, dass man vielleicht als Ringmaster einmal den Weg des AOE-RMs und einmal des Support-RMs hat. Sie wollen ja auf jeden Fall das komplette Skillsystem im Bereich vom Third Job reworken, stand auf der Roadmap. Vielleicht muss man sich irgendwie entscheiden, vielleicht kann man auch einfach nur überall seine Skillpunkte reinballern und man hat es outmaxed. Ich glaube aber nicht, dass es so funktionieren wird. Ich denke, man muss das wahrscheinlich irgendwie eher leveln, die Skills, und freischalten. Ich hoffe es mir auch irgendwo, dass es so ist und dass es halt nicht so plump ist, wie es derzeit ist, dass du einfach, wir alle haben auf Maximallevel unsere 300 Punkte über, je nachdem welche Klasse, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, und könnten theoretisch die wahrscheinlich gleich outmaxen, wenn die ganz normal funktionieren würden. Ja, also so zum Pullen auf jeden Fall mega geil. Man stelle sich vor, das funktioniert auch noch mit Waterbomb. Also wenn du dann wirklich irgendwie so eine Plätze hast, wie bei Aatrox oder so, wo einfach ein Haufen Monster sind und du haust diesen Skill rein, der, weiß nicht, maximal, ich weiß nicht, ob man es hier durchzählen kann, wie oft der springt, bis zu 10 Mal vielleicht. Und zusätzlich hast du noch Waterbomb-Procs bei 4 bis 9%. Die dann auch noch zusätzlich Monster mit unlockt, je nachdem, was für einen Cooldown man auch auf diesen Skill hat. Na, das weiß man jetzt natürlich alles nicht. Aber ist das schon, ich glaube, das ist schon ein sehr nützlicher und cooler Skill. Also im Zusammenhang mit Merkaba, mit diesen Skillen zu pullen, Monster Schaden zu machen. Stonehand, ob das noch darauf funktioniert, weiß ich nicht, ob man das auch unbedingt möchte, denn beim Pullen. Mit Moonbeam, wer weiß, was noch so dazu kommt. Aber ist auf jeden Fall, denke ich mal, ein Skill, den der Ringmaster bestimmt sicherlich gut nutzen kann, gerade als AOE-Ringmaster, um Monster zu pullen. Und das gefällt mir wirklich sehr. Wir sehen hier halt nochmal jetzt im Discord, hier wird nochmal gezeigt, wie der halt, wenn kein Monster in der Nähe ist, springt der Skill nicht. Hier sind 2 Monster, das ist er Bam Bam. Und hier, glaube ich, springt er nochmal auf die 3. Also da braucht immer eine gewisse Nähe von Monster zu Monster, um rüber zu springen. Wahrscheinlich mit maximal bis zu 8 oder 10 Monster oder ähnliches. Hier haben wir nochmal ein näheres
näheren Look auf das Equipment. Sieht sehr cool aus, auf jeden Fall gefällt mir mit diesem Umhang und sowas. Passt sehr gut zum FS. Haben sie gut Designs. Kommt mir so auch gar nicht bekannt vor. Also ich glaube, das ist auch tatsächlich neu, genauso wie die Waffe. Sollen wohl die Behemoth-Waffen sein, soweit wie ich das mitlesen konnte. Allerdings alle umgeändert. Also wir haben es ja auch beim BP schon gesehen, dass es hier schon Behemoth ähnlich ist, aber es sieht auch anders aus. Also sie haben schon, glaube ich, irgendwo bei den meisten Behemoth-Waffen als Vorbild genommen, diese dann aber umgeändert, ne? Leicht modifiziert, man sieht, dass es dunkler ist und so. Auf jeden Fall ganz cool. Ich glaube, hier zur Vollständigkeit halber können wir auch nochmal uns den Elementor angucken. Ja, sieht soweit auch sehr cool aus. Also das Set, genauso wie die Waffe und den Glow. Mir persönlich gefällt es wirklich sehr. So, den Ringmaster. Jetzt kommen wir noch zu einer Sache, die ich mir noch überlegt habe, was jetzt nicht direkt mit der Klasse zu tun hat, sondern mehr mit der Umgebung. Also das sieht ja aus wie ein richtig cooles Kolosseum. Wir haben ja ein Kolosseum, wo auch das PvE FWC-Event abgehalten wird, was man von Flive PC kennt, das Kolosseum. Aber das sieht hier nochmal ganz anders aus, ne? Und ich könnte mir gut vorstellen, hoffe auch, dass das vielleicht für bestimmte Moodies im erweiterten Content dann irgendwie zur Verfügung steht, um zum Beispiel sowas wie so ein Guild Clash Survival zu machen, ne? Wo du als eine Gruppe, Partygruppe oder Gilde oder auch Einzelner, weiß ich nicht, da kommst und dann immer Wellen von Monster auf dich kommen und du das halt verteidigen musst und sowas alles. Vielleicht auch im PvP-Bereich irgendwie dann nochmal genutzt wird. Also man muss sich bestimmt überlegen, dass sie das nicht ohne Grund hier auch vielleicht zeigen, ne, diese Arena. Also, denke mal, die wird schon ihren Nutzen haben. Die sieht auch, finde ich persönlich, sehr, sehr cool aus. Und weiß nicht, ob es vielleicht auch die Arena ist, wo man gegen Behemoth dann kämpft oder sowas. Den Dungeon werden sie ja bestimmt auch reworken. Könnte vielleicht auch einfach nur so sein. Wäre vielleicht ein bisschen schade, wenn es nur dafür ist. Ich hoffe aber, dass es dann auch, wie gesagt, so ein Guild Clash Survival PvE-mäßig, das wäre auch so cool, wo du immer gegen größere und stärkere Wellen von Monstern kämpfen musst und es da vielleicht auch sowas wie eine Rangliste gibt, Auswertungen, einen Exchange-Shop, weil du Token bekommst oder. Das wäre schon eine Sache, die man gebrauchen könnte, glaube ich, content-wise auch für das Spiel. Weil sowas wie Secret Room in diesem Guild-Bereich, ja, es wird halt schon solo alles gefarmt und so. Das braucht halt definitiv mehr und ich hoffe, dass das vielleicht sowas sein könnte. So, kommen wir zur nächsten Klasse und zwar der Psykeeper wird in der Third Class zum Mentalist. Bekommt einen neuen Skill. Hier sehen wir ihn schon. Wir öffnen ihn mal, dass er ein bisschen besser aussieht. Ein bisschen größer. Er sieht auch sehr nach Alien Grasland wieder aus hier. Und das sieht für mich jetzt erstmal so aus, als ob es halt einfach ein AOE ist, wahrscheinlich mit mehreren Schadenspunkten, die er macht. Also dieses Wabbern, wupp, 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 sieht man auch am Monstern so ein bisschen, wie er darauf reagiert. Also wahrscheinlich so ein Mehrfachschaden-AOE, wo so 2, 3, 4 Mal hintereinander ein Schaden ausgeteilt wird. Ja, kennt man jetzt nicht so genau, weil das natürlich nur an einem Monster macht, aber wahrscheinlich ist das halt ganz klassischer AOE, den man in seinem Bereich irgendwo casten kann. Ich weiß nicht, ob noch irgendwelche Debuffs denn dabei sind. Gestunt wird er jetzt hier sichtlich nicht. Geht aber auf jeden Fall K.O. da dran. Ich denke mal, ist so ein Multi-Hit-AOE für seinen Umkreis. Ja, ist eine Sache beim Psykeeper, die er bestimmt gebrauchen kann. Zusätzlich zu dem Slow wahrscheinlich, dass du erst den Slow castest, den Level 100er Skill, dann haust du den nochmal rein, damit die ordentlich gehittet werden. Dann muss man nicht unbedingt Face-tanken, sondern kann es auch noch so einen Hit-and-Run-Stil machen. Ja, hier haben wir nochmal ein Preview dazu, vollständigkeitshalber. Hier sehen wir, also ich denke mal, das ist wahrscheinlich so ein Multi-Hit-AOE. Viel mehr kann man jetzt dazu gar nicht sagen, glaube ich. Ja, Daten wären halt interessant, ne? Da kommt es natürlich drauf an, wie viel Schaden das Ding austeilt. Und ob es noch irgendwelche Debuffs hat. Aber auf jeden Fall gebrauchbar, sicherlich. Aber jetzt von 1, wo ich jetzt am wenigsten hype bin, ich weiß nicht, ob es an der Klasse liegt. Ja, hier sehen wir nochmal einen Mentalist. Mit einer Maske auf. Was ich sehr cool finde, ist das Buch. Also die Bücher ist mir auch schon so aufgefallen. Es gibt ja schon ein paar Bücher als Skin im Spiel, wie detailliert die sind. Also das gefällt mir echt sehr, dass sie sich hier die Mühe gemacht haben, dass hier nicht einfach irgendwie weiß ist oder irgendwie so. Sondern es sieht halt hier wirklich so aus, als ob eine Schrift drin ist und sowas. Die Seite hier so halb umgeblättert und geknittert. Gefällt mir sehr. Also sieht echt sehr, sehr, sehr cool aus. Okay, damit kommen wir dann jetzt zur nächsten Klasse, Teaser 5.
Man kann schon erkennen, okay, es ist der Knight bzw. Templar. Dann machen wir hier, warte, bevor ich das jetzt hier überhaupt sehe. Ich habe es bis jetzt noch nicht gesehen, im Gegensatz zu den anderen. Oh, ist aber auch sehr dunkel hier wieder. Das ist doch Drachenpfad, Knochenpfad, wo der hier ist. Also kommt Knochenpfad auch noch dazu? Oder ist Elend Grasland so groß, dass das ein Teil davon ist? Interessant. Okay, also er kann hier auf jeden Fall so die Monster wegstoßen. Ja gut, wenn man es braucht. Aber wahrscheinlich eine nützliche Sache, um zusätzlich mit diesem Town-Skill, um Monster zu sich zu holen. Einmal mit dem Level 100er Skill, dann damit irgendwo reinzuspringen, da Monster nochmal zu holen. Als AOE-Knight. Auf jeden Fall, die Axt sieht aber auch sehr mächtig aus. Krass. Also auch die Rüstung, ne? Es ist sehr dunkel. Wir sehen das gleich noch in einem Preview, in dem anderen. Oh Junge, sieht die Rüstung geil aus. Der Knight. Geil. Der gefällt mir bis jetzt vom Style her am besten. Also so dunkel zwar, wie es ist, aber ich wollte jetzt hier noch kurz die Umgebung gucken. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Ja, sinnvoller Skill. Sinnvoller Skill für Knight. Definitiv, das passt. Also das muss ich schon sagen. Bis jetzt bin ich mit denen, was geshowcased wird, auf jeden Fall, finde ich, das passt. Je nachdem, was für Werte noch die kommen, welche Effekte und Skalierung die haben. Aber vom Stil her passen die Sachen eigentlich alle ganz gut rein. Also auch Aura Bomb hätte zum Mentalist gepasst oder halt auch zum Force Master. Das passt bei anderen Klassen nicht so gut. Das hier passt perfekt zum Knight. Hier ist nochmal Clear Preview. Mal ganz kurz. Ja, so ein Sprung nach vorne, denke ich mal, ist in Ordnung. Und hier sehen wir nochmal das Equipment. Das finde ich ja geil. Ey, das sieht ja geil aus. Oh, die Waffe! Junge, ich mache mir Neid. Jetzt ist noch billig, morgen teuer, wenn die das gesehen haben. Junge, die Waffe sieht ja geil aus. Wenn du hier von vorne hier die Waffe guckst. Oh, schick. Du könntest gar nicht so richtig sehen wegen meinem hässlichen Gesicht. Sieht das nicht, warte mal, sieht das nicht geil aus? Oh. Oh, guck mal. Guck. Also, es sieht schon cool aus. Also, das gefällt mir schon echt. Gucken, wie der Jester aussieht. Tja, die coolen Klassen haben sie jetzt noch nicht geshowcased. Wo Jester, wo Blade? Was mich am meisten interessiert. Ja, ansonsten ist jetzt hier gar nicht so viel zu sagen. Also, ich finde es cool. Sie zeigen scheinbar bewusst auch bei jedem Preview eigentlich, obwohl Mentalist und Force Master waren relativ ähnlich, so vom Stil. Aber ansonsten zeigen sie halt auch noch ein bisschen andere Areale, die auch noch so ein bisschen einladen, um zu spekulieren, wie beim Ringmaster. Oder warum hier beim Elementor, warum das so im Astria-Look ist, ob das auch zum Knochenpfad, könnte es halt gut passen. Ne? Also die Gegend könnte natürlich auch sehr gut zum Knochenpfad passen. Wenn sie das auch so ähnlich machen. Vielleicht ist Elend Grasland auch so groß, dass es da in verschiedenen Bereiche, dass irgendwie alle verschiedenen Themen so mal abgehandelt werden oder sowas. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Previews findet. Seid ihr hyped? Habt ihr Bock? Sagt ihr schon, oh ja, die Klasse nehme ich jetzt. Der Knight, der sieht so geil aus. Da habe ich Bock drauf. Ich bin auf jeden Fall noch gespannt, wie es weitergeht mit den restlichen Klassen. Jester und Blade fehlt noch. Und der Ranger. Also die 3 Sachen fehlen noch. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Sind auch für mich persönlich fast so die interessantesten Klassen. Also Jester sehr gespannt, Blade sehr gespannt und Ranger ist eigentlich eine Sache, die in meinem Portfolio irgendwo noch fehlt für FWC 2026. Ne? Wir hatten jetzt Jester schon mehrmals, Blade jetzt mehrmals. Sind aber auch irgendwie beiden die Klassen, die ich am meisten feiere. Ja, danke auf jeden Fall fürs Zusehen, Leute. Ich hoffe, wir sehen uns dann wahrscheinlich nächste Woche beim nächsten Upload. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass am Wochenende kein Preview kommt. Mal gucken, wenn nicht, lade ich dann vielleicht nochmal Sonntag was hoch oder Montag denn. Ansonsten lasse ich wieder 1, 2 Teasers posten. Und bin gespannt auf eure Meinung. Freue mich über jeden Daumen nach oben und über einen Abo-Button, der gedrückt wird. Und wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Haut rein und tschüss.